Tausende Laternen steigen gleichzeitig in den Himmel. Ein Moment, der alles in Sekunden stillstehen lässt. Chipeng, hell, laut, überwältigend und kaum zu glauben, dass alles am Abend davor ganz anders begann. Kerzen auf dem Wasser, Wünsche, die man loslässt. Loi Krathong, leise, warm, fast heilig. 2 Feste, 2 Welten. Und beide haben uns gezeigt, warum diese Nächte zu den magischsten gehören, die man in Chiang Mai erleben kann. Dafür, dass Loi Krathong eigentlich so berühmt ist, fanden wir die Stadt relativ ruhig. Es findet nämlich nicht überall statt. Wir starten deswegen unsere Reise bei den Three Kings Monument mit relativ lauter Musik und sehr guter Stimmung. Loi bedeutet so viel wie treiben lassen und Krathongs sind so kleine geschmückte Schwimmkörbchen. Man lässt sie auf dem Wasser treiben, um sich von schlechter Energie, Ärger und Pech zu reinigen und der Wassergöttin zu danken. Sowohl Chipeng als auch Loi Krathong finden am Vollmondtag des 12. Monats des thailändischen Mondkalenders statt. Direkt gegenüber haben wir durch Zufall diese Ausstellung gefunden. Hier kann man sich eine Laterne für 50 Baht kaufen, beschriften und anschließend aufhängen. Unser nächster Spot ist der Wat Phan Thau, einer der schönsten Tempel hier in Chiang Mai. Unter einem riesigen Baum leuchten hier hunderte von Kerzen rund um den Buddha herum und das sieht alles wirklich extrem magisch aus und die Stimmung hier ist auch wirklich sehr, sehr friedlich. Gegen Abend zieht die Menge dann Richtung Tak Phay Gate, weswegen es hinter mir gerade auch so voll ist. Ich habe auch gehört, dass in manchen Orten Schönheitswettbewerbe stattfinden und anscheinend gibt es die auch in Chiang Mai. Kartons bestanden damals hauptsächlich aus Bananenblätter und Naturmaterialien, also alles biologisch abbaubar. Heute bestehen sie teilweise aus Styropor, was nicht ganz so umweltfreundlich ist. Man bekommt sie eigentlich an jeder Ecke und kleine sogar schon für 20 Baht und größere und aufwendige so für 30, 40 Baht.
Kommen zurück zum zweiten Tag. Heute lassen wir die Laternen beim Chipeng Festival steigen und wir stehen hier gerade schon beim Abholort für die Shuttlebusse. Ihr müsst auf jeden Fall viel Zeit einplanen. Es war wirklich sehr schwer, ein Grab oder ein Bowl zu bekommen, nur um zu diesem Abholort zu kommen. Und jetzt sind hier auch noch 2 riesige Schlangen. Also es dauert wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht 1 Stunde, bis wir in ein Auto reinkommen. Mal gucken, also plant viel Zeit ein. Wir haben es jetzt endlich in den Bus geschafft und tatsächlich hat es gar nicht so lange gedauert, wie ich dachte. Wir standen jetzt vielleicht 30, 40 Minuten an und haben jetzt auch solche orangen Bänder bekommen. Das zeigt einfach nur, dass wir ein Standardticket haben, denn mit dem Standardticket darf man eigentlich nur mit einem normalen Bus fahren, was nicht klimatisiert ist. Aber wir hatten jetzt echt Glück gehabt und haben einen klimatisierten Bus bekommen. Neben dem Standardticket gibt es noch Elite und VIP. Wir haben jetzt pro Ticket 127 € bezahlt. Bei einem Preis ist ein Buffet mit dabei, nur dass bei VIP und Elite das Essen ein bisschen mehr fancy ist. Wir haben auch gehört, dass die Veranstaltung sehr unorganisiert sein soll. Und auch auf TikTok ganz viele Videos darüber gesehen, aber bisher bin ich echt positiv überrascht. Bisher ist eigentlich nichts passiert und wir kamen ganz gut hier rein. Wir sind jetzt etwa nach 1 Stunde hier angekommen und jetzt müssen wir noch reingehen. Es gibt mehrere verschiedene Farben. Unser Ticket ist ein lilanes Ticket, deswegen stehen wir gerade bei lila. Und drinnen kann man dann auch ein paar Aktivitäten machen. Wir haben gestern gehört, dass sie wohl ab 17 Uhr kaum noch Essen hatten. Deswegen sind wir jetzt direkt zum Essen gesprintet. Und wir hatten das Glück, also bei uns gibt es noch echt viel Auswahl und es schmeckt auch wirklich alles sehr, sehr gut. Wir haben jetzt ein paar Stände übersprungen, wie zum Beispiel Merch-Stand und diese Kartonstand. Aber ich denke, vielleicht haben wir nachher noch mal Zeit, um dort vorbeizuschauen. Erstmal essen, das war das Wichtigste für uns. Die Schlange fürs Essen ist ziemlich lang. Ich habe zum Beispiel 10 Minuten angestanden für ein Stück Chicken. Aber es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Ich stehe hier gerade für Thai Crab an, umsonst. Oh, schau mal die Schlange, die ist crazy lang. So, nach 10 Minuten habe ich nun aufgegeben. Ich habe mich gar nicht nach vorne bewegt und die Schlange hier hinter mir ist noch extrem lang. Es ist auch echt schwer, hier einen Sitzplatz zu bekommen. Es ist alles eigentlich belegt und wir haben es auch so gemacht, dass wir uns überall angestellt haben, währenddessen gegessen haben, weil sonst kommst du nicht dazu, irgendwas zu holen. Und jetzt ist es genau 18 Uhr bei uns und ich muss sagen, etwa 70-80% der Stände hat auch gar nichts mehr. Und dort, wo noch was ist, ist eine extrem lange Schlange. Abgesehen von diesen Kleinigkeiten ist es hier aber wirklich sehr schön. Das Essen war wirklich sehr lecker und die Sonne geht auch gerade unter und es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Hat wirklich diesen Festival-Vibe. Wir haben gerade aufgegessen und sind zu den Kartons gegangen. Aber leider wurden schon alle Kartons ins Wasser gelassen. Also leider haben wir es zeitlich nicht mehr geschafft, einen reinzulassen. Stattdessen haben wir jetzt die Food Zone für die Elite-Zone gesehen. Und ich muss sagen, das Essen dort sieht schon sehr krass aus. Selbst die Früchte sehen schon sehr exotisch aus. Und die haben sogar richtige Tische. Wir mussten stehen. Also vielleicht lohnt sich der Aufpreis. Langsam wurde es ruhiger.
Alle begabten sich zu ihren Plätzen und man konnte fühlen, dass jetzt gleich etwas Besonderes passiert. Wir sitzen nun gerade an unserem Platz und jeder hat 2 Laternen bekommen. Es geht gleich los und ich bin wirklich sehr, sehr aufgeregt. Und als die Show zu Ende ging, wussten wir sofort, jetzt geht es gleich los. Dann passierte alles auf einmal. Die ersten Laternen stiegen in den Himmel. Plötzlich folgten tausende weitere. Innerhalb von Sekunden füllten die Laternen den ganzen Himmel. Und als wäre das nicht schon magisch genug, begann hinter uns auch noch ein Feuerwerk. Laternen am Himmel, Feuer am Horizont, Musik im Hintergrund. Alles war perfekt. Schaut euch mal an, wie schön das ist. Wow. Es sieht wirklich so krass aus, so unglaublich und wir waren schon in Taiwan bei den Lichterfestival und das sah schon mega schön aus. Aber das ist wirklich Next Level, wirklich Leute. Es ist so schön. Ihr müsst nicht mal extra ein Ticket kaufen und Laternen steigen lassen. Wenn ihr es euch nur anschauen wollt, könnt ihr auch einfach herkommen und zugucken. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, Also 10 von 10. definitiv. Chipeng gehört zu den schönsten Festen in Nordthailand. Ein Lichterfest, bei dem Laternen in den Himmel steigen, als Symbol für Hoffnung, Glück und für alles, was man loslassen möchte. Der Moment, in dem sie aufsteigen, steht für einen Neubeginn, für Wünsche, die man nach oben schickt, für Licht, das man weiterträgt. Für uns war dieser Abend genau das. Warm, hell und unglaublich bewegend. Wenn dir dieser Einblick gefallen hat, schau dir auch gerne unser Video über Chiang Mai an. Und wenn du uns unterstützen möchtest, freuen wir uns riesig über ein Like und ein Abo.